Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, in diesem Video möchte ich euch heute mal so ein bisschen meine Gedanken äußern, was man noch alles so zu W50 eventuell machen könnte. Ja, wir haben ja jetzt nach dem Gewinnspiel jetzt schon knapp die 9300 Abonnenten. Auf jeden Fall möchte ich dafür vielen lieben Dank sagen an alle Leute, die seit dem Gewinnspiel neu mit dabei sind und hier abonniert haben. Und ja, das lässt mich natürlich überlegen. Ich hatte ja euch vor geraumer Zeit versprochen gehabt, sobald wir die 10.000 Abonnenten knacken sollten, ja, was jetzt noch ein großes Stück näher gekommen ist, werde ich einen 24-Stunden-Stream raushauen. Ja, das war ja mehr oder weniger meine Belohnung oder mein Versprechen gewesen für euch, wenn wir dieses enorme Ziel eines Tages mal erreichen sollten. So, jetzt sieht es so aus, als ob sich das Ganze so ein bisschen zuspitzt irgendwie. Manche haben auch schon unter dem Gewinnspielvideo geschrieben gehabt, dass es eventuell sein könnte, dass man zum ja, Geburtstag von Shakes and Fidget oder zum Serverstart von W50, was ja beides miteinander einhergeht, die 10.000 Abonnenten eventuell knacken könnte. Ja, und so unrealistisch ist das gar nicht. Ich meine, es ist jetzt noch, ich sag mal, einen Monat hin bis zum Geburtstag von Shakes and Fidget und bis zum W50 Serverstart. Das ist nicht mehr viel Zeit. So, und deswegen ja, wird es wahrscheinlich schwierig werden, dieses Ziel zu erreichen. Aber ich habe mir überlegt, falls es doch irgendwie machbar sein sollte und wir das in der Zeit schaffen, dieses Ziel zu erreichen, dann würde es sich ja enorm krass anbieten, wenn man die 10.000 zum Serverstart von W50 schafft und ich zum Serverstart direkt einen 24-Stunden-Stream raushaue. Ja, und das Ganze ist sogar oder würde sogar noch mehr da reinpassen, weil ich hatte ja auch noch dazu gesagt, so ein 24-Stunden-Stream, das würde sich ganz gut eignen, wenn ein legendärer Dungeon rauskommt, weil beim letzten legendären Dungeon-Stream, da haben wir einfach mal knapp 10 Stunden nur den Leggy-Dungeon gestreamt und gegrindet hier in Shakes and Fidget. Und alleine, wie gesagt, das hat 10 Stunden eingenommen. Dann spielt ja auch noch der Serverstart von W50 rein, wo wir auch noch mal enorm viel Zeit rein investieren, eigentlich auch gefühlt den ganzen Tag. Ich werde da rechtzeitig vorher nochmal einen genauen Streamingplan ja, ankündigen, wie das Ganze denn die nächsten Tage laufen wird, nach Freitag, dem Serverstart, denn mit Samstag, Sonntag. Ich habe jetzt auch übrigens es geschafft, weil wir haben es ja, also um das mal hier so ein bisschen zu veranschaulichen, wir haben, also wenn wir von ausgehen, ja, dass es wirklich so sein sollte, dass den 25. Juni W50 erscheint, so, dann hätten wir auf jeden Fall sehr viel Zeit zum Streamen. So, weil ich habe Freitag, Samstag, Sonntag habe ich mir schon eingereicht, dass ich frei habe. Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich sogar Urlaub. So, das heißt, wir können insgesamt 6 Tage am Stück jeden Tag richtig lange durchstreamen. Ja? Und das ist jetzt schon mehr oder weniger von meiner Seite aus in trockenen Tüchern, heißt glaube ich. Ja, also bei mir ist jetzt schon alles soweit fest, bei mir steht alles und ich habe jetzt meine ganze Hoffnung darauf gesetzt, dass es dann auch wirklich so ist, dass Juni der 25. der Serverstart ist, weil ich habe mir jetzt alles darum so gelegt, dass ich da Urlaub habe, so, und dass ich da frei habe und dass mich da keiner irgendwie beeinflussen kann in der Zeit. So, ne? Und genau, was wir jetzt ja neu dazu an Informationen bekommen haben, ist ja durch den letzten oder vorletzten Stream von Shakes and Fidget, dass es auch einen Geburtstagsdungeon geben wird. So. Und das ist natürlich in Kombination mit dem Serverstart halt wirklich, ja, also da kann man wirklich 24 Stunden Shakes and Fidget fast ausschließlich streamen. Ja. Und der Leggy Dungeon, der erscheint ja, oder ist glaube ich immer erschienen am Freitag um 0 Uhr oder so. Und da hätte man ja enorm viel Zeit, denn den durchzugrinden, danach dann den Serverstart zu spielen oder erst den Serverstart zu spielen und dann den Leggy Dungeon und dann weitermachen mit Serverstart und so weiter und so fort, weil das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und ja, im Prinzip hängt es jetzt quasi nur an euch, muss ich jetzt mal einfach so sagen, ob ihr darüber ja,
Also ihr könnt darüber entscheiden, ob ich zum W50-Server starten 24-Stunden-Stream raushaue oder halt eben nicht. So, also geplant ist ja eh schon am Freitag, ne? Also wir gehen wirklich von aus, dass es so ist, weil wir haben hier Shakes and Fidget, ne? Hat am 22. Juni Geburtstag, so, und das ist dann halt eben der Dienstag. Am Mittwoch kommen meistens immer News. Dann ist ein Tag frei, Donnerstag, um dann sich vorzubereiten, und Freitag ist dann eben der Serverstart. So, ne? Also so würde man jetzt davon ausgehen. Ob es so ist, weiß noch keiner hundertprozentig genau. Wir haben jetzt alle unseren Urlaub so gelegt, dass es halt, dass es halt dieses Datum ist. Ob es nun wirklich so ist, kann euch keiner zu hundertprozentig sagen. Kann ich auch nicht, weil ich arbeite nicht bei Plei, ich habe keine Kontakte, die mir das sagen, ob es nun so ist oder nicht. Ne? Also ich bin da auch mehr oder weniger, tippe ich da im Dunklen. Und deswegen, aber wenn es so sein sollte, dann machen wir auf jeden Fall, falls es auch mit einhergeht, die 10.000, weil wie gesagt, zu den 10.000 hatte ich euch den 24-Stunden-Stream versprochen. Wenn wir das erreichen sollten bis dahin, dann machen wir direkt einen Serverstart mit 24-Stunden-Stream in Kombination mit dem neuen legendären Dungeon, der da auch erscheinen soll am Freitag. Ne? Und das würde ein Stream werden, ich glaube, der geht in die Geschichten ein. Also legendäre Dungeon-Streams sind eh immer schon richtig fett und nice anzusehen. Und dann noch in Kombination mit dem größten Serverstart, der wahrscheinlich Shakes and Fidget Geschichte schreiben wird. Ich glaube, falls wir da einen 24-Stunden-Stream raushauen, dann wird der auch Geschichte schreiben. Dann wird das, glaube ich, der längste SF-Stream, den es jemals gegeben hat. Ja, wo wir dann fast ausschließlich nur Shakes and Fidget zeigen. So, und das ist natürlich krass auf jeden Fall, und ich bin gespannt, ob wir das bis dahin erreichen werden. Falls wir es nicht erreichen sollten, was ja natürlich auch gut sein kann, weil es sind immer noch sehr viele Abonnenten, die bis dahin fehlen, und ich habe nicht vor, in nächster Zeit nochmal ein Gewinnspiel rauszuhauen, dann ja, ist es natürlich auch nicht so schlimm, weil wir am Freitag, und wie gesagt, da gibt es noch einen genauen Streaming-Plan, wie wir das halt machen werden, umsetzen werden, weil wir am Freitag von 16 Uhr oder wahrscheinlich schon ein bisschen früher, 15, 14 Uhr, keine Ahnung wann, anfangen zu streamen und dann bis 0 Uhr quasi W50 durchstreamen, und das ist halt nur der erste Tag. Am Samstag geht es dann morgen schon direkt weiter und am Sonntag geht es dann auch direkt weiter mit dem nächsten W50-Stream. Ne? Aber das sind halt eben dann keine 24-Stunden-Streams, das sind dann halt eben nur, was weiß ich, 8 Stunden Streams plus, also 8 plus Stunden Stream, ne? Also ich gehe von aus, dass halt jeden Tag mindestens 8 Stunden Shakes and Fidget gestreamt wird. Ich weiß nicht, ob ich da zwischendurch noch Videos machen werde oder so, aber ich denke mal, ihr werdet da genug Content haben für die Tage, dass ihr da so oder so kaum hinterherkommen werdet, ja. Also wie gesagt, das sind so meine Gedanken auf jeden Fall zum W50 Serverstart, weil ich mir überlegt hatte, ey, zum W50 Serverstart, da streamst du eh schon 8 bis 10 Stunden alleine den Serverstart. Wenn noch ein legendärer Dungeon dazu kommt, dann streamst du den mindestens bestimmt auch nochmal 8 Stunden und dann haben wir die 24 Stunden fast voll. So, und dann würde sich so ein 24-Stunden-Stream halt enorm anbieten. So, aber wie gesagt, ich habe euch versprochen, zum 10.000 Abonnenten-Special werde ich einen 24-Stunden-Stream machen. Der Rest liegt halt nicht in meiner Hand. So, ne? Und ja, das wollte ich auf jeden Fall euch mit auf den Weg geben. Ne? Das sind auf jeden Fall so meine Gedanken zu W50. Da könnte sich halt in der Planung eventuell, es kommt halt, wie gesagt, auf euch drauf an, noch was ändern. Ne? Ansonsten habe ich da schon meinen Plan, wie ich vorgehen werde. So 8 Stunden, 8 bis 10 Stunden, Freitag, Samstag, Sonntag, so jeweils. Ne? Dass wir da so auf, keine Ahnung, bis Sonntag auf, weiß ich nicht, so knapp 30 Stunden Stream kommen. So, wenn jetzt die 10.000 geknackt werden, dann wären es sogar noch mehr als 30 Stunden. Ne? Aber genau, wie gesagt, das ist halt, so, das sind halt so die Gedanken, die mir jetzt momentan im Kopf umher schwirren, weil unter den Kommentar oder unter dem Video, in den Kommentaren wurde halt geschrieben, ja, bis zu W50, da schaffst du die 10.000, ne, was ich natürlich auch sehr freundlich und sehr nett von euch finde, dass ihr mich da auch so motiviert. Ne? Aber wie gesagt, da muss man halt gucken, es würde sich halt nichts besser anbieten als halt dieser
Augenblick in Shakes and Fidget. Ne? Es würde halt alles zusammenspielen irgendwie so. Ne? Dieser krasse, heftige Meilenstein, den ich eines Tages mal immer erreichen wollte hier auf YouTube, dann in Kombination mit dem heftigsten Shakes and Fidget Event, was es jemals geben wird, so, und das alles mit euch zusammen so zu erleben und dass sich das alles so einigermaßen irgendwie zusammenspitzt, finde ich. Das ist, das ist auf jeden Fall unglaublich krass. Und wie gesagt, dafür möchte ich euch auch nochmal danken, dass ihr mich begleitet hier auf meinem Weg bisher auf YouTube und wir so eine tolle Zeit hier haben und mittlerweile so eine heftig coole Community hier geworden sind. Das freut mich sehr und das ist auf jeden Fall eine ziemlich geile Sache und natürlich auch von mir ein Herzensprojekt hier. Und ja, deswegen auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr da immer wieder meine Videos schaut und mich auf meinem Wege hier auf YouTube und hier in Shakes and Fidget natürlich auch meinen Charakter hier begleitet, ne? Wie er hier so immer weiter aufsteigt. Und ja, finde ich krass auf jeden Fall, dass ihr da so Interesse daran habt. Und genau. So, jetzt wollte ich euch auch nicht länger zulabern hier. Ihr habt alle Informationen von mir, die ihr jetzt braucht. Und was ihr draus macht, das ist halt, wie gesagt, liegt nicht mehr in meiner Macht. Gut, das war's soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.